Upal, das ist ein kleiner Ort in Mecklenburg-Vorpommern, in die Schlagzeilen gekommen, weil sich der kleine Ort lange und am Ende auch vergeblich gegen eine Flüchtlingseinrichtung zu wehren versucht hatte. Jetzt gibt es da erneut heftige Kritik von dem dortigen Landrat Tino Schomann von der Union. Grund: der vereinbarte Rückbau der Flüchtlingsunterkunft im Oktober dieses Jahres kann nicht stattfinden, weil die Landesregierung von Manuela Schwesig nicht ausreichend neue Kapazitäten geschaffen habe. Auf entsprechende Nachfragen per Mail bzw. Brief wurde gar nicht reagiert, heißt es. Nicht einmal eine Eingangsbestätigung der Schreiben habe es gegeben. Und das mache ihn regelrecht wütend, so der Landrat. Und dazu wollen wir ihn natürlich direkt hören und befragen. Landrat Tino Schomann von der CDU, ich grüße Sie. Warum sind Sie genau wütend? Was ist da passiert? Schönen guten Tag, Herr Oppel. Ja, wir haben, wie Sie gerade richtig anmoderiert haben, die GU-Upal, also die Unterkunft in Upal, befristet genehmigt bis Oktober, bis zum 4. Oktober. Wir haben 2 weitere Unterkünfte in Planung. Dazu laufen Gespräche erstmalig meinerseits im Dezember 22 mit dem Land. Und dann gab es über ein halbes Jahr gar keinen Rücklauf, gar kein Feedback. Wir haben viele Monate verschenkt. Es wurden viele Monate verschenkt, weil hier gar nicht reagiert wurde. Und wir haben keine andere Option gesehen, als jetzt einen neuen Bauantrag zu stellen. Ich habe darüber heute den Bürgermeister informiert. Insofern, dass wir die Unterkunft über den 4. Oktober hinaus verlängern müssen, bis zum Sommer nächsten Jahres. Wenn dann die beiden neuen Unterkünfte fertig sind und das Land die Hausaufgaben macht, die wir erwarten, dann wird Upal abgebaut und geschlossen. Aber offenbar im Moment noch nicht. Also fühlen Sie sich da jetzt alleingelassen? Vielleicht muss man auch noch mal wissen, wie ist die Situation in der Gemeinschaftsunterkunft im Moment? Zum Glück ist es alles ruhig geblieben. Wir sind jetzt ja ein gutes Dreivierteljahr im Betrieb. Auch der Betreiber hat das sehr gut im Griff. Wir haben jetzt aktuell 230 Personen dort wohnen, 250 maximal passen dort rein. Was halt sehr frustrierend ist, dass wir auf unsere Nachfragen, auf Lageeinschätzung, wie wir das Ganze betrachten sollen, keinerlei Feedback bekommen. Wir machen Vorschläge, wie wir auch insgesamt die Migrationskrise in den Ausländerbehörden entsprechend verbessern können, die Situation und beschleunigen können. Gerade das ist ja auch ein Thema gewesen in der letzten Woche von Frau Schwesig, wo sie sagte, die kommunalen Familien dürfen nicht allein gelassen werden. Wir haben im Dezember letzten Jahres Vorschläge gemacht, an sie übermittelt. Es kam keinerlei Feedback, kein Rücklauf, gar nichts. Auch wenn wir auf Arbeitsebene nachfragen, wie die Lage so eingeschätzt wird, kommt nichts zurück. Und das ist halt sehr frustrierend und schafft auch nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei mir wirklich Verdrossenheit, dass so miteinander umgegangen wird. Wir brauchen ein Miteinander und das ist gar nicht zu spüren. Deswegen ist ganz klare Haltung, dass wir miteinander konstruktiv zusammenarbeiten. Die Lage ist schwierig genug. Man kann sich nicht nur auf Worthülsen verlassen, sondern man muss es an Taten messen. Aber es ist ja auch einigermaßen erstaunlich, was Sie beschreiben, denn auch die Regierung hat ja schließlich das Thema Migration jetzt wirklich nachhaltig für sich entdeckt, sollte man meinen. Also was steckt dahinter? Vielleicht die Wahlergebnisse. Ich war auch sehr erstaunt über die Äußerung von Manuela Schwesig hier, dass sie eine Obergrenze fordert. Solche Worte habe ich von ihr bisher lang nicht gehört. Aber es ist ja positiv erstmal festzustellen, dass sie ihre Sichtweise anscheinend ändert. Aber wie gesagt, wir brauchen da nicht nur Worte, wir brauchen auch Umsetzung, Unterstützung. Wir brauchen eine Gleichbehandlung unter allen Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern und nicht einzeln in einer Besserstellung, sondern wir müssen gleich bei der Thematik, die schwierig genug ist. Und wir haben es gemerkt und auch gesehen, in der gesellschaftlichen Stimmung ist viel ins Wanken geraten und ins Rutschen. Und es rutscht immer noch, wenn man nicht weiter einen Bremsklotz reinsetzt, sondern das einfach laufen lässt. Und das ist sehr traurig. Und wir fühlen uns da wirklich alleingelassen. Das sagt der Landrat in Upal, Tino Schomann. Vielen Dank. Dankeschön.